Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder einschaltest und mit uns Deutsch lernst. Hallo auch von meiner Seite. Ja, toll, dass du wieder dabei bist. Genau. Und bevor wir richtig loslegen, noch die wichtige Info für dich. Bis Tag 60 lernen wir hier ja zusammen auf dem Niveau A2. Das ist unser aktuelles Level. Richtig. Und danach, da gehen wir dann gemeinsam auf das nächste Level, B1. Das wird sicher spannend. Aber keine Sorge, wir begleiten dich natürlich dabei. Absolut. Aber jetzt erstmal voller Fokus auf A2. Und dazu noch ein kleiner Tipp. Vielleicht hilft dir das ja beim Lernen. Du kannst die Shadowing-Technik benutzen. Ah, Shadowing. Was heißt das jetzt genau? Du wiederholst die Sätze einfach laut nach uns, sprichst quasi mit? Ach so, ja. Also einfach nachsprechen. Genau. Wenn du die Wörter und Sätze laut sagst, dann merkst du sie dir oft besser. Wiederholung ist da echt super wichtig beim Lernen. Probier das doch heute direkt mal aus. Okay, ja, gute Idee. So, dann lass uns mal schauen, was wir heute für dich haben. Das Thema heute ist Grundwortschatz Notfälle. Speziell für Deutschlernende auf Niveau A2. Ein wichtiges Thema finde ich auch. Wir helfen dir heute 15, wirklich wichtige Wörter rund um Notfälle zu verstehen und anzuwenden. Das sind Wörter, die braucht man hoffentlich nicht oft. Aber wenn was passiert, sollte man sie kennen. Absolut, ja. Manchmal ist es echt entscheidend, die richtigen Worte parat zu haben. Und damit du nicht nur die Wörter lernst, sondern auch siehst, wie sie so im Zusammenhang funktionieren, haben wir am Ende noch was Kleines für dich. Stimmt. Wenn wir gleich alle 15 Wörter gut und klar erklärt haben, erzählen wir dir am Ende eine kurze Alltagsgeschichte. Und in der Geschichte kommen dann alle 15 Wörter vor. Genau, so siehst du dann, wie die Wörter zusammen im Satz und ja, in einer echten Situation benutzt werden. Also bleib am besten bis zum Ende dran, damit du alles gut verstehst und mitnehmen kannst. Okay, super. Dann starten wir mit dem ersten Wort. Das ist sozusagen das Hauptwort für unser heutiges Thema. Und das Wort ist der Notfall. Auf Englisch heißt das Emergency. Der Notfall. Ja, ein Notfall. Was ist das? Das ist eine plötzliche, ernste Situation. Also, wenn man schnell Hilfe braucht. Stell dir vor, etwas Unerwartetes passiert. Tja, was machst du in einem Notfall? Boah, gute Frage. Ich glaube, in einem Notfall würde ich erstmal versuchen, ruhig zu bleiben. Ganz wichtig. Und dann Hilfe rufen, also die Notrufnummer wählen. Ja, das ist genau richtig. Ruhe bewahren und Hilfe holen. Das ist das Wichtigste in einem Notfall. Also eine ernste Lage, ja? Und was könnte denn so ein Notfall sein? Ganz oft ist ein Notfall ja die Folge von einem Unfall. Genau, das ist unser nächstes Wort. Der Unfall. Accident. Der Unfall. Sag mal, hast du gestern Abend den Unfall auf der Bergstraße mitbekommen? Nein, gar nicht. Ich war nicht da. War es denn schlimm? Also, ich habe nur die Sirenen gehört, weißt du? Und später habe ich gelesen, dass es einen Unfall gab. Mehr Details weiß ich auch nicht. Hoffentlich ist nichts Schlimmeres passiert. Aber ja, ein Unfall ist oft ein Grund für einen Notfall. Stimmt. Und wenn ein Unfall passiert ist, was muss man dann oft tun? Man muss Hilfe. Rufen. Genau. Unser erstes Verb für heute. Rufen. To call oder auch to shout. Und ganz wichtig für die Vergangenheit, das Perfekt. Hat gerufen. Stell dir vor, du siehst einen Unfall. Dann könntest du sagen, schnell, kannst du bitte Hilfe rufen? Und die Antwort wäre vielleicht, ja klar, keine Sorge. Ich habe schon den Notruf gerufen, die kommen schon. Genau. Man kann also den Notruf rufen. Oder auch, wenn man selbst Hilfe braucht, einfach laut um Hilfe rufen. Man ruft also, weil man hofft, dass jemand kommt, um zu helfen. Das nächste Verb passt super. Helfen. to help. Und das Perfekt ist? Hat geholfen. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Wort. Nicht nur in Notfällen, finde ich. Kannst du mir bitte kurz helfen, die Tasche zu tragen? Die ist echt schwer. Ja klar, warte, ich nehme sie dir ab. So, ich habe dir geholfen. Kein Ding. Ah, super, danke. Du hast mir echt geholfen. Manchmal ist die Situation aber noch ernster. Da reicht es nicht, nur zu helfen. Manchmal muss man jemanden aus einer großen Gefahr befreien. Stimmt. In solchen, ernsten Fällen muss man jemanden retten. Unser nächstes Verb. Retten. To rescue oder to save. Das Perfekt dazu, hat gerettet.
Hast du das mitbekommen? Die Feuerwehr musste gestern Abend eine Katze vom hohen Baum retten. Ach, die arme Katze. Aber Sie haben sie gerettet, oder? Ja, zum Glück. Ein Feuerwehrmann ist hochgeklettert und hat die Katze gerettet. Alle waren total erleichtert. Retten heißt also, jemanden oder etwas aus einer gefährlichen Situation zu holen. Mhm. Und wenn bei einem Unfall jemand verletzt ist und vielleicht sogar gerettet werden muss, dann braucht man oft ein ganz bestimmtes Fahrzeug. Ganz genau. Dann braucht man meistens der Krankenwagen. Ambulance. Der Krankenwagen. Ich ihn auch. Der Krankenwagen fährt ziemlich schnell vorbei. Hoffentlich kommt er rechtzeitig. Ja, der Krankenwagen ist also dafür da, um kranke oder verletzte Menschen schnell ins Krankenhaus zu bringen. Aber der Krankenwagen kommt ja nicht immer allein, oder? Nee, oft nicht. Besonders bei Unfällen auf der Straße kommt auch die Polizei. Police, die Polizei. Kleiner Hinweis hier. Im Deutschen ist das Wort Polizei feminin, also die Polizei. Und man sagt meistens die Polizei im Singular, auch wenn viele Polizisten da sind. Schau mal, da vorne steht ein Polizeiauto. Warum ist denn die Polizei hier? Ich glaube, da gab es einen kleinen Unfall. Die Polizei sichert dann die Unfallstelle und nimmt den Unfall auf und regelt den Verkehr, damit nichts weiter passiert. Ah, verstehe. Die Polizei hilft also auch in Notfällen und sorgt für Sicherheit und Ordnung. Genau. So, und wenn jetzt der Krankenwagen eine verletzte Person mitnimmt, wohin fährt er dann normalerweise? Er fährt ins Krankenhaus. Richtig. Auf Englisch? Hospital. Das Krankenhaus. Meine Tante musste letzte Woche leider ins Krankenhaus. Oh je, was war denn los? Geht's ihr wieder besser? Ja, zum Glück schon. Sie hatte eine Blinddarmentzündung, aber sie wurde operiert und ist jetzt wieder zu Hause. Sie war 5 Tage im Krankenhaus. Na, das ist ja gut zu hören. Das Krankenhaus ist also der Ort, wo man medizinische Hilfe bekommt, wenn man krank oder verletzt ist. So, jetzt haben wir schon 8 Wörter geschafft. Das ist ja schon mehr als die Hälfte. Wie läuft's bei dir? Kommst du gut mit? Die Wörter gut zu verstehen. Und wenn dir diese Art zu lernen gefällt, dann hätten wir eine kleine Bitte. Genau. Wenn dir dieses Video hier gefällt, dann abonnier doch bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Das unterstützt uns sehr und zeigt uns einfach, dass dir gefällt, was wir machen. Vielen Dank schon mal. Super, danke dir. So, dann machen wir direkt weiter, oder? Manchmal ist es ja in einem Notfall nötig, sich sehr schnell zu bewegen. Also um Hilfe zu holen oder um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Stimmt. Und dafür brauchen wir das Verb laufen. To run. Achtung beim Perfekt. Hier brauchen wir sein. Also ist gelaufen. Sag mal, warum bist du denn gestern so schnell die Straße entlang gelaufen? Ich habe dich zufällig gesehen. Ach, ich habe gesehen, wie ein kleines Kind fast auf die Straße gelaufen wäre. Ich bin dann ganz schnell hingelaufen, um es festzuhalten. Puh, zum Glück ist nichts passiert. Aber ich bin echt schnell gelaufen. Wow, ja, gut reagiert. Laufen, also schnell gehen oder rennen, kann in manchen Situationen echt super wichtig sein. Und was machen Menschen manchmal, wenn sie große Angst haben? Oder vielleicht auch Schmerzen? Sie fangen an zu schreien. Das ist unser nächstes Verb. Schreien. To scream oder to shout. Das Perfekt ist, hat geschrien. Als ich letztens nachts durch den dunklen Park gegangen bin, habe ich plötzlich jemanden ganz laut schreien hören. Oh, das ist ja unheimlich. Und was hast du gemacht? Hast du nachgesehen? Nee, ich habe kurz überlegt, ob es klang dann doch eher nach Jugendlichen, die irgendwie Spaß hatten. Aber ja, jemand hat ziemlich laut geschrien. Schreien kann ja ein Ausdruck von Angst sein oder Schmerz, klar. Aber im Notfall ist es oft ein Hilferuf. Ja, stimmt. Und wenn man Hilfe ruft, wie sollte die Hilfe denn am besten kommen? Na, schnell natürlich. Das ist unser nächstes Wort. Ein Adjektiv diesmal. Schnell. Fast oder quick? Schnell. Der Krankenwagen war zum Glück sehr schnell am Unfallort. Ja, das ist wirklich gut. In Notfällen zählt ja oft jede Minute, deswegen ist es wichtig, dass Hilfe schnell da ist. Absolut. Schnell ist das Gegenteil von langsam. So, und Orte, an denen ein Unfall passiert ist oder Notfallsituationen allgemein, die sind oft nicht sicher. Die können Gefährlich sein. Wieder ein Adjektiv. Gefährlich. dangerous. Bitte pass auf, wenn du hier über die Straße gehst. Diese Kreuzung ist echt gefährlich. Die Autos fahren hier oft viel zu schnell. Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Hier muss man wirklich gut gucken. Es ist gefährlich. Gefährlich bedeutet also, es gibt ein Risiko, dass was Negatives passiert. Und das bringt uns jetzt zu einem Wort, das eigentlich für alle Wörter heute gilt, oder? Es ist sehr. Sehr wichtig. Das nächste Adjektiv,
Wichtig. Important. Wichtig? Ist es denn wichtig, die Vokabeln regelmäßig zu wiederholen? Ja, das ist sogar sehr wichtig für den Lernerfolg. Nur so bleiben die Wörter auch wirklich hängen. Genau. Wichtige Dinge sollte man nicht vergessen. Es ist zum Beispiel auch sehr wichtig, die Notrufnummer zu kennen. Immer. Absolut. Und wenn ein Unfall passiert und jemand wird verletzt oder es gibt großen Schaden, wie beschreibt man den Unfall dann oft? Dann sagt man häufig, der Unfall war schlimm. Unser nächstes Adjektiv? Schlimm. Bad oder severe? Schlimm. Hast du von dem Feuer in der alten Fabrik gehört? War das sehr schlimm? Ja, leider. Ich habe Bilder gesehen, der Schaden ist riesig und es gab wohl auch Verletzte. Es war ziemlich schlimm. Ja. Oh je, das klingt gar nicht gut. Schlimm beschreibt also negative, ernste Ereignisse oder Zustände. Es ist schlimm, wenn jemand verletzt wird. Und unser allerletztes Wort für heute beschreibt eine Situation, die nicht nur schlimm ist, sondern auch sofortiges Handeln braucht. Das ist oft so ein medizinischer Begriff. Genau, das Wort ist akut. Wieder ein Adjektiv. Akut. Acute oder urgent? Akut. Der Arzt im Krankenhaus sagte, die Situation des Patienten sei akut. Er braucht sofort eine Behandlung. Okay, verstehe. Wenn etwas akut ist, dann darf man keine Zeit verlieren. Es ist dringend und muss sofort gemacht werden. Ein akuter Notfall braucht sofortige Hilfe. Ganz genau. Akut bedeutet also plötzlich auftretend, dringend und oft eben auch gefährlich. Puh, das waren sie. Unsere 15 Wörter zum Thema Notfälle. Wollen wir sie noch mal kurz durchgehen? Okay, gute Idee. Also wir hatten der Notfall, der Unfall, rufen hat gerufen, helfen hat geholfen, retten hat gerettet. Mhm. Dann der Krankenwagen, die Polizei, das Krankenhaus. Mhm. Laufen ist gelaufen, schreien hat geschrien, schnell, gefährlich, wichtig, schlimm und akut. Super. Jetzt hast du die einzelnen Worte gehört und vielleicht ja auch schon ein bisschen mit der Shadowing-Technik geübt. Und wie versprochen kommt jetzt unsere kurze Geschichte, in der alle diese Wörter vorkommen. Genau. Hör jetzt gut zu und achte mal darauf, wie die Wörter benutzt werden. Pass auf. Also, letzte Woche war ich Zeuge von einem ziemlich schlimmen Unfall, direkt vor meinem Fenster. Ein Fahrradfahrer wurde von einem Auto übersehen. Es war sofort klar, das ist ein Notfall. Ich bin natürlich sofort nach draußen gelaufen. Eine andere Frau, die hatte auch alles gesehen, die rief ganz laut um Hilfe. Sie schrie fast vor Schreck. Ich bin dann schnell zu dem verletzten Radfahrer hin, um zu helfen. Die Situation war echt gefährlich, weil wir da mitten auf der Straße standen. Es war total wichtig, den Mann erstmal von der Straße zu bekommen. Er hatte sichtbare Schmerzen. Ich rief dann sofort den Notruf an. Bitte kommen Sie schnell, wir brauchen einen Krankenwagen und vielleicht auch die Polizei, habe ich ins Telefon gesagt. Ich habe auch erklärt, dass die Verletzung ziemlich akut aussah. Zum Glück war der Krankenwagen dann auch nur wenige Minuten später da, fast gleichzeitig mit der Polizei. Die Sanitäter haben sich sofort um den Mann gekümmert, die Polizei hat die Straße gesperrt. Die Sanitäter meinten dann, es sei wohl nicht lebensbedrohlich, aber sie müssten ihn auf jeden Fall ins Krankenhaus bringen. Sie mussten ihn jetzt nicht direkt retten im Sinne von Lebensgefahr abwenden, aber sie haben ihm natürlich sehr gut geholfen. Die Polizisten sagten mir später noch, es sei sehr wichtig gewesen, dass wir sofort Hilfe gerufen haben. Es war schon ein schlimmer Vorfall, aber es war irgendwie auch gut zu sehen, wie schnell die Hilfe dann da war. Wow, danke für die Geschichte. Ja, da sieht man wirklich gut, wie die Wörter zusammenpassen. Ein Unfall führt zu einem Notfall. Man muss rufen und helfen, manchmal sogar retten. Es kann gefährlich sein, Hilfe muss schnell kommen, oft mit Krankenwagen und Polizei. Genau. Verletzte kommen ins Krankenhaus, manchmal muss man laufen, jemand schreit vielleicht. Ja. Die Situation kann schlimm und akut sein. Und es ist immer wichtig, richtig zu reagieren. Genau das. Und jetzt bist du dran, diese Wörter zu üben. Ja. Schreibt doch bitte mal eure eigenen Sätze mit diesen Wörtern in die Kommentare unter dem Video. Versucht mal, ein paar der Wörter zu benutzen. Wir freuen uns echt darauf, eure Sätze zu lesen. Und wenn dir unsere heutige Lektion gefallen hat, dann hätten wir noch eine letzte Bitte. Bitte abonniert den Kanal und wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr und motiviert uns natürlich auch. Genau. Und vergesst nicht, das Thema von morgen ist auch ein sehr spannendes Thema, Körperteile. Da sprechen wir über wichtige Wörter für den menschlichen Körper, Gesundheit und Arztbesuche. Also bleibt unbedingt dabei, das wird sicher auch sehr nützlich. Das wird es bestimmt.
Für heute war es das aber von uns. Wir hoffen, du konntest wieder einiges mitnehmen und lernen. Ja, das hoffen wir auch. Mach's gut, lern fleißig weiter und dann bis morgen. Tschüss! Tschüss und bis bald.